Servus Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie man sein Motorrad wiegt. Ich habe mir ziemlich oft Gedanken darüber gemacht, wie ich das Gewicht von meinem Motorrad rausbekommen kann. Oft kann man ja an öffentlichen Stellen wie Entsorgungszentren große Wagen finden, die sind aber meistens nur sehr ungenau. Außerdem hat man ja auch dann nur das Gesamtgewicht und nicht die Radlastverteilung. Eine teure Industriewaage zu kaufen war für mich keine Option, also dachte ich, das muss doch auch einfacher gehen. Deshalb habe ich hier dann mal was vorbereitet. So eine Personenwaage kann man im Internet günstig bekommen. Je nachdem, was ihr für ein Motorrad habt, könnt ihr natürlich auch andere Wagen kaufen als meine hier. Was ich euch definitiv empfehlen würde, ist eine Waage mit Metall- bzw. Holzplattform. Glas wäre nicht zu empfehlen, das macht ihr wahrscheinlich mit dem Seitenständer kaputt. Meine Waage hier geht glaube ich bis ca. 180 Kilo und hat so 40 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch hier so einen Holzbohlen genommen, den habe ich Dieter genannt. Ein Kumpel hat mir den auch angeschrägt, sodass ich besser mit dem Motorrad drauf fahren kann. Natürlich hat auch das den Grund, dass ich das abgesägte Stück als Unterlage für den Seitenständer benutzen kann. Damit ich das Gewicht ziemlich genau ermitteln kann, habe ich mir im Baumarkt eine Holzplatte schneiden lassen, die meine Waage auf die gleiche Höhe bringt wie den Dieter. Wenn ihr also die Waage, die Holzplatte, Seitenständerunterlage und einen Dieter habt, kann es also losgehen. Die Idee dahinter ist folgende. Also, euer Motorrad steht wohl die meiste Zeit, genauso wie meine R6 gerade, auf 3 Punkten. Dem Vorderrad, dem Hinterrad und dem Seitenständer. Das heißt, das gesamte Gewicht wird auf diese 3 Punkte verteilt. Was ich jetzt also mache, ist alle 3 Punkte einzeln abzumessen und die Werte nachher zu addieren. Mein Kumpel War Machine hier schiebt also für mich die R6 auf den Dieter drauf und setzt die Waage an. Damit Dieter auf unserem glatten Garagenboden nicht wegrutscht, haben wir ihn mit einer Werkzeugkiste beschwert. Wenn ihr jemanden habt, der euch beim Wiegen hilft, kann der natürlich auch kurz hier den Fuß anstellen. Generell wäre es natürlich besser, bei diesem Vorhaben zu zweit zu sein, dann kann einer die Maschine schieben und einer einfach die Waage versetzen. So, jetzt schiebt er das Vorderrad auf die Waage und notiert sich die Zahl. Dabei schlägt er den Lenker ganz nach rechts ein. Das hat den Grund, dass sich eure Lastverteilung ändert, wenn ihr den Lenker dreht. Je weiter nach links der Lenker eingeschlagen ist, desto mehr Gewicht habt ihr auf dem Seitenständer. Jetzt schiebt er die R6 zurück und legt die Waage unter den Seitenständer. Dann notiert er sich auch diese Zahl. Der Lenker ist wieder ganz nach rechts eingeschlagen. Dasselbe noch einmal mit dem Hinterrad und fertig. Nun habt ihr eure 3 Werte. Jetzt müsst ihr nur noch diese 3 Werte zusammenzählen und habt das Gewicht eurer Maschine. Wenn ihr die Radlast genau wissen wollt, seid am besten zu zweit und lasst den Seitenständer weg, sodass ihr nur Vorder- und Hinterrad messt. Dabei müsst ihr die Maschine aber wirklich sehr gerade halten und das ist schwieriger als es aussieht. Abschließend würde ich gerne noch was sagen. Dass diese Methode nicht die 100% genaueste ist, ist mir auch ziemlich klar. Die Waage selbst hat eine Messtoleranz, die Angaben, die ihr über euer Motorrad im Internet findet, variieren sehr stark und mit Sicherheit ist mein Dieter auch nicht 100%ig gerade. Dazu kommt, dass euer Tank nie ganz zu 100% gefüllt ist, genauso wenig wie Kühlwasser und Öl. Auf den Millimeter genau die richtige Menge hat man nie in allen Kreisläufen drin. Zudem wiegen eure Reifen schon von Modell zu Modell unterschiedlich viel, sind eventuell mehr oder weniger abgefahren und von Anbau- oder Tuningteilen will ich erstmal gar nicht anfangen. Ich meine, wer sagt denn, dass der Kettensatz, den ihr letzten Winter gewechselt habt und der aus dem Zubehör stammt, genauso viel wiegt wie der Originale davor? Das kann man jetzt unendlich weiterspinnen. Für mich ist diese Methode einfach die günstigste und einfachste, um das Gewicht meiner Maschine zu prüfen und im Auge zu behalten. Außerdem geht es um Umbaumaßnahmen oder Leichtbauvorhaben, die man damit ganz gut messen kann.